Samstagvormittag in Oberursel im Taunus. Im Kulturcafé Windrose startet gleich eine Jazz-Matinee. Jihad gehört zum Stammpersonal. Vor Jahren ist er aus Syrien geflüchtet. Jetzt schmeißt er mit einigen anderen die tägliche Gastronomie. Dazu Veranstaltungen und Musik. Die junge Truppe hat gut zu tun und ist so multikulturell wie der Ort selbst. Ich bin der Einzige, der aus Syrien ist. Wir haben auch eine Maria, die ist Afghanerin. Und der Koch ist Türke-Italiener. Betrieben wird das Café nämlich vom internationalen Verein Windrose, einem der ältesten Vereine zur Unterstützung von Zuwanderern in Oberursel. Michael Behrendt ist der zweite Vorsitzende. Er will im Kulturcafé Deutsche und Geflüchtete, Alt- und Neubürger zusammenbringen, denn in der Windrose gehen wir davon aus, dass grundsätzlich die Menschen, die hierher kommen, bleiben. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Menschen sich an uns wenden, die auch bleiben wollen und vielleicht Schwierigkeiten haben. Und die Wohnungen suchen, Jobs suchen, Schwierigkeiten im Amt haben. Da helfen wir. Immer mit der Intention, wer hier ist und hier bleiben möchte, soll hier bleiben. Heute sind die Somalierin Muna und eine Freundin gekommen zum Mitkochen bei einem Buffet für den internationalen Familiennachmittag. Genau wie Fardos und Nina aus Syrien. Fardos sagt mir, komm, wir haben viele Aktivitäten hier und ich kann. Die Frauen sprechen verschiedene Sprachen, haben unterschiedliche Traditionen. Erst in der Küche des Cafés lernen sie sich kennen. Also man stellt sich hier so als Deutscher immer vor, die Flüchtlinge sind irgendwie eine homogene Masse und sie sind eben überhaupt nicht homogen. Sie sind extrem unterschiedlich. Und die Herausforderung am Anfang ist eigentlich, dass man ein Vertrauen schafft, dass auch die untereinander Nachbarn werden. Also diese Nachbarschaft ist nicht nur eine Herausforderung für uns alten Oberurseler Bürger, sondern für alle Beteiligten. Dafür arbeitet der Verein Windrose schon seit mehr als 40 Jahren. Heute kommen vor allem Geflüchtete in die Stadt. Früher war der Weg der Zuwanderer nicht ganz so weit. Die Windrose wurde 1976 gegründet als Verein für Gastarbeiter. Sie kamen aus Spanien, Portugal, Italien, Griechenland. Und das Erste, was man machte, war, ein Haus zu suchen, wo man eine Gaststätte einrichten konnte, damit es einen Treffpunkt gab. Und diese Gaststätte war diese hier. Hier saßen die ersten Gastarbeiter zusammen, kochten und feierten. Bis irgendwann die Deutschen entdeckten, wie lecker es bei den Fremden schmeckt und immer öfter zum Essen kamen. Der Grundstein für den internationalen Verein war gelegt. Ja, es war schon so, dass hier ganz am Anfang es die Gaststätte gab und sofort aber auch eine Deutschlehrerin eingestellt wurde, damit die Kinder der Familien, die zu Hause kein Deutsch lernen konnten, besser mitkommen. Das hat man ganz früh erkannt. Also im Grunde hat sich die Arbeit gar nicht so sehr verändert, sondern eher den Umständen angepasst. Im Café laufen die Vorbereitungen für den Familiennachmittag. Weitere Helferinnen sind eingetroffen. Ich wollte helfen und mehr über den deutschen Fasching erfahren. Ich bin aus Afghanistan. Auch Antonia gehört zu den vielen Ehrenamtlichen. Ich mag einfach total den Kontakt zu Menschen, dass man irgendwie zusammen Zeit verbringt, dass man sich kennenlernt, dass man gegenseitig irgendwie die Traditionen kennenlernt. Die ersten Familien sind da. Viele Kinder kennen sich aus der Hausaufgabenhilfe oder Nachmittagsangeboten. Ihre Mütter aus Deutschkursen oder Familientreffen der Windrose. Nachbarschaft bedeutet, dass man sich akzeptiert, wie man ist. Es geht einfach darum, mit seinen Nachbarn gut zusammenzuleben. Und Begegnungen schaffen, Feste feiern, damit man zusammenkommen kann. Meine Tochter geboren hier in Deutschland, aber sie will die Kinder hier, so die deutschen Kinder und so, oder Arabisch oder Ausländer, sie alle zusammen. Das ist gut, ja. Das findet auch Bürgermeisterin Antje Runge. Es braucht so viele Gelegenheiten wie möglich, sich besser kennenzulernen. Wir leben selbstverständlich miteinander, aber man sieht noch nicht immer überall, dass Menschen aus allen Kulturen hier leben. Und ich glaube aber, wir sind in der Oberursel eine bunte Stadt, wo das über die Windrose erlebbar wird. Sprachbarrieren, Schüchternheit, Vorurteile, die gibt es.
Aber eben auch gemeinsame Feste, neue Gerichte und offene Arme. Einen Anlaufpunkt, um anzukommen in der neuen Heimat. Jihad hat das geschafft. Also ich habe wirklich eine gute Zukunft hier in Deutschland, muss ich sagen, weil hier ist kein Krieg und kein Problem zwischen den Religionen hier in Deutschland. Die Kinder genießen den Tag. Dass sie und ihre Eltern zu einem Teil des Ganzen werden, dazu trägt das Kulturcafé Windrose seinen Teil bei. Und beim nächsten Mal? Die Startstiftung fördert engagierte Jugendliche mit Migrationsgeschichte, damit sie die Chance bekommen, sich in Politik und Gesellschaft zu engagieren, von klugen Köpfen und tollen Projekten.